Lama dong gumbo jambe yung la sa sa loi kongge lo jue denye tentre nye dra dam pa ra srave jinye dung chi jen zi shir nye je tu gra le bom ze kongda si be zun ra ma re men tam dung e che ze we ro so gong lai pu je da se yin lai ju ju yung den song ru dre je ro nye mo nye mo le je cha ro en ze shen ma re me zre dung ra nyu gu che nye chen ze ra che nam de ne da je sa ju tar sun yun den lu do ja ze tu gu jun tra chu dong chu yin jen de da le me zen jang be yong lai de zedine je je chen ra yu zre je da de mu man ba ra sre ne ga dang ten ju yong lu do wa ye de bo ben nong wa za do so nghiên cứu lên đồ chế trên thô rê lom nè rắp đến ba gà xe mê bਰਨ chém dì bê sáng chú xem lo cho lô các ghê tu chế sắc chế rích su trong yên chế mê tu đu chế bông chấm ba sэр chế lâm bò ta bờ ra dì bê cụ sắc chế chế bê sắp lo anh cơ sa cha jam yang shang no dur je jen re se sa ye yin bo de ba nam bara sa re nam ge yin bo shang ba kun do zong nie we se jen je ba sa je wo cherp kun do si je ta nie le tam ke sam sha ge yong zong shen shang ju nian be lam ge gan ma ba me je de be chu zu ge du la so tene nam na samba song chu chu do tu je ne tambe chu zero nang. So prior to listening vor den Erklärungen, die zu geben sind, den Erklärungen zum heiligen Dharma, beginne damit, den Bodhigeist zu entwickeln. Begin by generating the Bodhi mind. No la so tene ta kazan shue tue do zhe la song do de ma shu ge yin. So Khenpo Rinpoche will now Khenpo Rinpoche wird nun einige zusätzliche Bemerkungen zu dem Abschnitt machen, den wir in der letzten Sitzung durchgenommen haben. Additional remarks regarding the section we went through during the previous lecture. Tapen shuju jagdin je kam sanken de teaching ge lu la chang dang ce da wo de zan de xie me tu ba yin bu de ha lai gue mong bu chi song yo de. Now, if one looks at wenn man die buddhistische Kosmologie im Hinblick auf mögliche Weltsysteme betrachtet, von denen viele unserem eigenen Weltsystem ähneln, gibt es in den 10 Richtungen nach der buddhistischen Kosmologie unzählige Weltsysteme. Die Merkmale dieser Systeme sind so ausgeprägt, dass es uns nicht möglich ist, die Perspektive vieler dieser Weltsysteme zu erfassen. According to Buddhist cosmology, there are innumerable world systems, and the features of them are such at time that it's not possible for us to grasp the outlook of many of these world systems. Xin til dawe ke chang mong bo ji dag be xin dang ma dag be xin kam yue de bre. And among Unter all diesen unzähligen Weltsystemen gibt es 2 grundlegende Kategorien, sogenannte reine Weltsysteme und sogenannte unreine Weltsysteme. Rein und unrein, diese beiden Eigenschaften haben damit zu tun, ob das betreffende Weltsystem sozusagen ein weltliches und damit unrein ist, das heißt
Ein Weltsystem, in dem diejenigen, die darin leben, sowohl Tugend als auch Nicht-Tugend praktizieren. Dann gibt es die reinen Weltsysteme, in denen die Praxis der Tugend überwiegt. And therefore impure, meaning a world system where those who live in it practice both virtue and non-virtue. And then you have the pure world systems where the practice of virtue is predominant. In fact, in den sogenannten reinen Weltsystemen wird die Nicht-Tugend überhaupt nicht praktiziert. Sie findet einfach nicht statt. Daher wird diesen Weltsystemen die Eigenschaft rein zugeschrieben. The quality called pure is attached to these world systems. Penna Avatamsaka Sutra la dog kor tsemba mendrawa yegnane tangbote yegnane tangboti korna penna dejin shepan number nanze ke number nanserva ja that sharche to belong kutre kantar Ti kui köpe kui ti shingi köpa ti dojar köpe shin kam thakpa tang mada pe shingi köpa ta meba song shayo deshin shepa nampa nanse gi shin gi shin me deshin shepa nampa nanse gi shin sego ere da shin mango yo sarava ya dur khong dur jin tu churba aha 닭바닥 마닥 비싱 다 매번라고 송대 배 하남 다디 대신셰파 치기 쳐요 테네 대신셰파 센타기 쳐요 데 매바 대신셰파 장매바 요르와 배나 데 택받침 그게 쳐라 고양 닭받침 매나 니게 신도 야첨보다 송용도 롱으로 흉매도 간다고 지요 Khenpo refers to the Khenpo Rinpoche bezieht sich auf das Avatamsaka Sutra, das aus 8 Abschnitten besteht. Im ersten dieser 8 Abschnitte gibt es Beschreibungen und Erklärungen zu den unzähligen reinen und unreinen Weltsystemen, die das Weltsystem sind, in dem der Tathagata Vairocana, Nampa Nangtse auf Tibetisch, die dort lebenden Menschen leitet. Die Zahl der Tathagatas, die es gibt, gab und geben wird, ist so groß, dass man in diesem Zusammenhang nur sagen kann, unzählig, jenseits des Verfassungsvermögens des Intellekts. Wenn wir uns nun die vielen Weltsysteme ansehen, die vom Tathagata Vairocana geleitet werden, findest du sowohl reine als auch unreine Weltsysteme, in denen dieser Tathagata erscheint, um die in diesen Weltsystemen Lebenden zu leiten. Im Allgemeinen ist diese Art von Lehre oder Erklärung oder Präsentation im Mahayana-Buddhismus zu finden. Man sollte wissen, dass die Darstellung des Mahayana-Buddhismus für einen normalen Menschen intellektuell nur sehr schwer zu erfassen sind. Es sei denn, man hat ein sehr gründliches Wissen und ein gutes Verständnis dafür. Es mag Leute geben, die diese Beschreibung über unzählige Weltsysteme und unzählige Tathagatas und Ähnliches einfach für Legenden halten, für eine Art Märchen. Dem Mahayana-Buddhismus zufolge sind diese Darstellungen jedoch Tatsachen. Aber da diese Darstellungen so große Bereiche und Personen umfassen, ist es für uns Normalsterbliche schwierig, wenn nicht fast unmöglich, all das zu erfassen. In der Tat erscheinen viele dieser Darstellungen als unvorstellbar. The Tathagata Vairocana, you find both pure and impure world systems, where this Tathagata appears in order to guide those living in those world systems. Now,
in general, this type of teaching or explanation or presentation is of Mahayana Buddhism. And one should know that unless one has a very thorough knowledge as well as a good understanding of the presentations Mahayana Buddhism sets forth, it's very difficult to sort of grasp intellectually for a regular person. And there may be those who simply think of those descriptions regarding innumerable world systems and innumerable Tathagatas and the like as legends, sort of fairy tales. However, according to Mahayana Buddhism, these presentations are facts. But as these presentations include such vast areas and individuals, it's difficult for us regular mortals to grasp all of it, if not next to impossible. In fact, many of the presentations may appear as inconceivable. Di Sakya-Klöster longju sope kure sego 맞잖아 지금. 예. 반 태칭긴도 연다체 나도양 상제기 신기가 빼먹어송요. There are also many other Es gibt auch viele andere Mahayana Sutras, die Erklärungen von Buddha Shakyamuni über viele andere Weltsysteme, sowohl reine als auch unreine, enthalten. Many other world systems, both pure and impure. 다송연나양 대신게 템바타르베 롱바츠나도 넨텐체네 대화진제 신견도당 디모남 잠든데 멘축베 신견도당 디모남다 넨텐 남기요 텔레양 거빠치요 Sakya-Klöster nenten nangre. Sakya-Klöster nenten nang yorela teaching 템바타르베 롱바츠는 빼 믹서게 되니게 도동 모람데 덩기요 Re, da de Sakya-Klöster di sumpe gyunsen ki döngi utgöra. Ja. Da det pa Sakya-Klöster gyunsen song va. Det den teaching ke loben så den den chero va. Den da de gyunsen sherong ma sherong teaching ke 템바타르베 롱바츠는 더 되기도. Ja. Ben så ge michil döda. Kalla 대화진 신생게 오늘 최근에 감미시 hin속에양 대가랑 답되기로 와. However, in Bezug auf unsere Ära und den Tathagata Shakyamuni, der Buddha unserer Ära ist, betonte Buddha Shakyamuni jedoch vor allem die Bedeutung des reinen Landes Sukhavati und des reinen Landes von Buddha Akshobhya in hohem Maße. In den Ländern des Mahayana-Buddhismus taten die alten Meister dasselbe. Diese Meister betonten die Pfade des Strebens nach diesen beiden reinen Ländern und gaben Erklärungen über diese reinen Länder. Ein Tibeter zum Beispiel, auch wenn er keine buddhistische Ausbildung hat, kennt den Pfad der Bestrebungen, der mit dem reinen Land Sukhavati verbunden ist und praktiziert ihn vermutlich. And in Mahayana Buddhist countries, masters of old did the same. These masters stressed the paths of aspirations of these two pure lands, as well as explanations about those pure lands.
Now, any Tibetan, for example, though he may not have any Buddhist education at all, Selbst ein ungebildeter Tibeter aus den hintersten Winkeln Tibets würde das Mani-Mantra kennen und er würde auch vom reinen Land Sukhavati, Devachan auf Tibetisch wissen. Und das, obwohl diese Person nicht einmal lesen und schreiben kann. Trotzdem würde er das Mantra des Bodhisattva Avalokiteshvara Chenresik, das Mani-Mantra, und den Pfad der Bestrebungen kennen, die mit der Erlangung der Wiedergeburt im reinen Land Sukhavati, Devachan, verbunden sind. Tibet would know the Mani mantra, and he would also know of the Pure Land Sukhavati, Devachan in Tibetan. Even though this person couldn't even read or write, in spite of that, he would know of the Bodhisattva Avalokiteshvara's mantra, Chenresi, the Mani mantra, and the path of aspirations of, or the one connected with, acquiring rebirth in the Pure Land Sukhavati, Devachan. Taganashinge Western Longbatso Nangdo, Beju Nongba Tarsatsola, that Devachan Sinkente, Halam Kangeshi. And in terms of was die tibetisch-buddhistischen Zentren in anderen Teilen der Welt, der westlichen Hemisphäre angeht, so kennen die meisten von ihnen den Pfad der Bestrebungen, über den die Wiedergeburt im reinen Land Sukhavati, Devachan, erlangt werden kann. Rebirth in the Pure Land Sukhavati, Devachan, can be obtained. And a Chinese trader, for example, ein chinesischer Händler zum Beispiel, der vielleicht gar nicht viel über den Buddhismus weiß, obwohl das sein Glaube ist, würde das Mantra von Buddha Amitabha kennen, der in diesem reinen Land wohnt. The mantra of Buddha Amitabha, who resides in that Pure Land. Now, there are es gibt bestimmte Gründe dafür, dass dies der Fall ist. Der erste Grund dafür ist, dass Buddha Shakyamuni in der Vergangenheit, als er den Bodhigeist zum ersten Mal erzeugte, dies in der Gegenwart von Buddha Amitabha tat. The first of the reasons for this being the case is that Buddha Shakyamuni, in the past, when generating the Bodhi mind for the first time, did so in the presence of Buddha Amitabha. And throughout während der vielen Wiedergeburten, die Buddha Shakyamuni in der Vergangenheit erlebte, verließ er sich in vielen dieser Wiedergeburten auf Buddha Amitabha und Buddha Akshobhya als seine geistigen Führer. In many of those rebirths, relied upon Buddha Amitabha and Buddha Akshobhya as his spiritual guides. And then there were Dann gab es die sogenannten reinen Wiedergeburten, Wiedergeburten, in denen sich der zukünftige Buddha Shakyamuni sehr weit entwickelt hatte. Er hatte verschiedene jenseitige Ebenen der Verwirklichung erreicht. Auch in diesen Wiedergeburten verließ er sich auf Buddha Amitabha und Buddha Akshobhya als seine geistigen Führer. In those rebirths as well, Buddha Akshobhya, Nietzsche. Yeah. He also relied upon both Buddha Amitabha and Buddha Akshobhya as his spiritual guides.
Then the Hindu, Narada Tsang, Tambatuji Jinge, Ta, Gus Shanjalweg, Shanjal Song to Kalma Machon Nayam, Kong Song Yavge, Chuge, Dosar Nanzo Kanga Churdever, Junen Nanzo Jamde Geruri. Now, even though none of us Auch wenn keiner von uns Buddha Shakyamuni selbst getroffen hat, weist die Tatsache, dass wir diese Verbindung zu Buddha Shakyamuni haben, darauf hin, dass wir eine indirekte Verbindung zu ihm haben. Andernfalls wären wir in der Ära von Buddha Shakyamuni keine Praktizierenden des buddhistischen Pfades geworden. Points to that we have an indirect connection with him. Otherwise, we wouldn't have become practitioners of the Buddhist path in the era of Buddha Shakyamuni. Then Purg Chujun Zambasol Chashana, Perla, Sanjay Tambarum Sankinte, Tur, Tongo, Nam King Yang, Chujaru something Gambore, then the Papa changes at one sugar to one head. The Indo Chiresic Laman and Gumbo her partner. Now, in terms of Tibetan Buddhism, in Bezug auf den tibetischen Buddhismus ist die Person, die den Buddhismus in Tibet eingeführt hat, der damalige König von Tibet, Tsang-Po, der, so wird erklärt, eine Manifestation von Shenresik, dem Bodhisattva Avalokiteshvara war. Und sein geistiger Führer ist Buddha Amitabha. Auch hier können wir sehen, dass sowohl Buddha Amitabha als auch der Bodhisattva Avalokiteshvara, Shenresik, für diejenigen, die über den tibetischen Buddhismus eine Verbindung zum buddhistischen Weg haben, eine große Rolle spielen. Have a connection with the Buddhist path via Tibetan Buddhism. We can see that both Buddha Amitabha and the Bodhisattva Avalokiteshvara, Shenresik, play a great role. Tene Perla Sanji Tamba, Tene Ta, Gursu Shukjambo Tarne, Tamba Tartueg Zawati, Tene Pana Tashena, Mashena Nika, Gurumbuja Tukdever. And in terms of Tibetan Buddhism, einer der buddhistischen Meister, die den Buddhismus in Tibet einführten, war der indische buddhistische Meister Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche. Er hat vielleicht am meisten dazu beigetragen, dass sich der Buddhismus in Tibet weit und breit verbreiten konnte. Er ist wahrscheinlich die Person, der man den größten Einfluss in dieser Hinsicht zuschreiben kann. Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche. He's the one who perhaps contributed the most in terms of it being possible for Buddhism to spread throughout the land of Tibet, far and wide. He is probably the person who can be credited with, as it were, having had a major influence in this regard. And Guru Padmasambhava ist eine Emanation des Tathagata Amitabha. So wir als Anhänger des tibetischen Buddhismus haben also eine Verbindung sowohl zu Guru Padmasambhava als auch zu Buddha Amitabha. The Buddha Amitabha, therefore. So, for the reasons aus den kurz dargelegten Gründen ist sowohl in Tibet als auch in China der Pfad der Bestrebungen nach Wiedergeburt im Lande Sukhavati oder im reinen Land des Buddha Akshobhya der wichtigste Pfad der Bestrebung, der praktiziert wird. The kind of gatherings
called the gatherings of practicing paths of aspirations, both in Tibet and in China. The paths of aspirations for taking rebirth in, or for the sake of being able to take rebirth in the Pure Land of Sukhavati or the Pure Land of Buddha Akshobhya, are the major paths of aspirations practiced. Lasso, tene, tatin deval tene, tapena sanje shabja tubala tene yang, ganzo, tejin shepa yin tang di shinkam na deva chavore, tene di jel pebe. Sul dan deva chavore, Buddha Shakyamuni tang? Buddha Shakyamuni tang, gombo yopa mepa, jamden de metruk balan deva chadegi yorela, tene ganzo jamden de jinju yimbare. So, since there are those connections in Da es terms diese of Verbindungen in Bezug auf Buddha Shakyamuni, den Beschützer der Wesen, Amitabha und Buddha Akshobhya gibt, da wir Anhänger der Lehre von Buddha Shakyamuni sind, ist es selbstverständlich, dass wir die Pfade der Bestrebungen, die mit dem reinen Land von Sukhavati und dem reinen Land von Buddha Akshobhya verbunden sind, praktizieren. In specific, engage in the practices of the paths of aspirations connected with the Pure Land of Sukhavati and the Pure Land of Buddha Akshobhya. Lasso, tene, ta, jase lalingane, katsanghume chu, che mashuna. And now we'll continue with the Und jetzt fahren wir mit den Erläuterungen zu den 37 Praktiken eines Bodhisattvas fort. The 37 practices of a Bodhisattva. Sum tu so sum. Sum tu so sum. Otang, te, nzaxie tang, jindag chemla, xemba kungwa, sekitere. And we've come to the 33rd. Wir sind bei der 33. der 37 Praktiken angelangt, in der es darum geht, die Anhaftung an die Haushalte von Freunden und Gebern aufzugeben. To both friends and donors' households. Dann das so yunde kan so war das na pen zasik on das chena ye kuru wange penchun zö jurishin tösam gambe sawa nyamjuru we Nyamjurve, yangmena nyamjurla. Nyamjuru pe send were ta ina. Laso. 자시 쳔당 진다 쳔남라 차법봉마 야세 라린 송에트레. The verse here reads as follows: the activities of hearing, reflecting, and meditating become defiled by arguing over goods and services. Der Vers lautet hier wie folgt: Die Tätigkeiten des Hörens, Nachdenkens und Meditierens werden verunreinigt, wenn man sich um Güter und Dienstleistungen streitet. Die Anhaftung an die Haushalte von Freunden und Gebern aufzugeben, ist die Praxis eines Bodhisattvas. If attachment isn't giving, wenn Anhaftung nicht aufgegeben wird, hat das zur Folge, dass man immer tiefer in den Sumpf von Samsara, unserem unreinen Weltsystem, versinkt. Into the swamp of Samsara, our impure world system. Tene shambasangede kandechi ungido sida nsashi sede ta range nzawa sene chigi chile tsewa yowa she sede chifin chiro chinge pama pinjan rabotang tene ta tenzo sulachi yinayanda telle hinjin chane di chem tang nor tang longjo tang
콘서트 신사 제베 있는 양 코르치지 줌마도 타르바토지 주차고 말에 숨겨요. Now, in terms of friends and Nun zu donors, den Freunden und Gönnern. Das Wort Freunde umfasst ja alle Personen, die einem nahestehen, Freunde im Allgemeinen sowie Verwandte, Familienmitglieder und andere. Dann gibt es noch Gönner oder Sponsoren, die dich oder deinen buddhistischen Tempel zum Beispiel finanziell oder anderweitig unterstützen. Wenn du an diese Personen und an das, was sie dir und deiner Organisation zur Verfügung stellen, gebunden bist, führt diese Bindung häufig zu Streit über die bereitgestellten Waren und Dienstleistungen. Das ist der Hauptgrund, warum man mit sich selbst arbeiten sollte, damit es keine Anhaftung an diese Personen oder an das, was sie geben, gibt. Denn das führt zu Verunreinigungen beim Hören, Nachdenken und Meditieren. They provide for you and your organization, for example, then that attachment makes for arguing over the goods and services provided very often. And this is the principal reason for why one should work with oneself so that there is no attachment either towards any of these individuals nor towards what they give. Because that makes for defilements in terms of hearing, reflecting and meditating. jinda tenzo ke rang la chowa senyam dan don na shangju samba gelong ji yin chugu senyam dingwa ta tende tap chona tele she cha ne nge jinda sen shimba nang bi yin yang korwa chi dingwa pinye ge ding okay te la yang Desa kongba tenzo le shincha chebe ina yang kowar chi yegi gyu chagre chet. Now, nehmen wir das Beispiel eines Mahayana-Buddhisten, der den Weg eines Bodhisattvas praktiziert, oder eines Mahayana-Buddhisten, der die Mönchsordination erhalten hat. Aufgrund der klösterlichen Ordination bedeutet dies, dass die betreffende Person in einem Kloster leben würde. Er hätte kein Einkommen und dergleichen. Deshalb ist er auf die Unterstützung eines oder mehrerer Spender angewiesen, um einen klösterlichen Lebensstil führen zu können. Dazu gehört auch seine Klosterkleidung, die sogenannten Dharma-Roben. Davon gibt es eine ganze Reihe. Die eine ist sozusagen die Alltagskleidung, und dann gibt es noch zwei andere, die zu bestimmten buddhistischen Festen und dergleichen getragen werden. Jemand, der zum Mönch geweiht ist, braucht mindestens ein Set von beidem. Dann gibt es noch das tägliche Essen, das die Person braucht. Und auch das wird von einem Spender zur Verfügung gestellt, ebenso wie die notwendigen Dinge in der Zelle. Menschen in klösterlichen Einrichtungen haben normalerweise nur einen kleinen Raum und das Nötigste an Möbeln. Sie haben einen Tisch, ein Meditationskissen und dergleichen. Da sich diese Person zu einer klösterlichen Lebensweise verpflichtet hat, ist sie auf die Unterstützung anderer angewiesen, um das Nötigste für ihre klösterliche Lebensweise zu bekommen. Someone of monastic ordination would need a set of each at least. And then there is the daily food the person needs. That again would be provided by a donor, as well as the necessities in his cell, as it were. Individuals in monastic institution usually just have a small room, and the bare essentials in terms of furniture. You have a table, a meditation cushion and the like. And again, as this person has committed himself to a monastic way of life, he would need the support of others to provide these necessities, which are the bare essentials of his monastic way of life.
Tene, densola, kare. Densola, Shinjin Chana, Kor Chin Dinge Jenta in Zashin is Chana, if this person becomes attached, wenn diese Person an dem hängt, was ihr von ihrem Spender gegeben wird, und auch an dem Spender, weil sie den Spender für sich behalten will, um ihn nicht an einen anderen Mitpraktizierenden zu verlieren. Wenn diese Art von Anhaftung auftritt, würde das die Praktiken verunreinigen, die der oder die Praktizierende ausübt, indem er oder sie den Ausführungen des heiligen Buddha-Dharma zuhört, über ihre tiefere Bedeutung nachdenkt und meditiert. The practitioner does in terms of listening to expositions of the sacred Buddha Dharma, reflecting upon their deeper meaning and meditation. Dann die Jägerite und Tane Chöpayimbe Zoptatun zu Nang la Shibuji Jungiot. Den die Geschenke. Shinchanda und Ungedua. These types of Diese Art von Anhaftung kommt vor und ist in diesen Gemeinschaften vielleicht sogar recht häufig. And perhaps quite frequently in those communities. Sagdun to Penna Yarik Nang Batenzo one Tane Tongpo Chambishirayot. They sort Tongpo Chambuyu. Now, if we look at Chinese, wenn wir uns nun den chinesischen Buddhismus und die dortige Kultur ansehen, dort ist es Tradition, dass die Spenderinnen und Spender frei und ausgiebig geben. Daher besteht zum Beispiel in klösterlichen Einrichtungen ein größeres Risiko für die eben kurz beschriebenen Bindungen. There may be a greater risk for those in monastic institutions, for example, in terms of the kind of attachments just described in brief. Of course, to give freely and und natürlich ist es ein großes Verdienst des Spenders, frei und großzügig zu spenden. Wenn jedoch die Personen und Institutionen, die diese Spenden erhalten, nicht darauf achten, dass sie jegliche Art von Anhaftung an die gegebene Unterstützung aufgeben, dann ist das ein Problem für sie. Das heißt aber nicht, dass die Spenderinnen und Spender nicht großzügig und ausgiebig spenden sollten. Ganz und gar nicht. Das könnte ein Gedanke in der westlichen Hemisphäre sein. Denn einfach reduzieren und dann, aber darum geht es hier gar nicht. Es ist gut, wenn frei und ausgiebig für die Entwicklung der Institutionen und Einzelpersonen gespendet wird, die ihr Leben dem Pfad des praktizierenden Buddhismus gewidmet haben. Es ist nur so, dass diejenigen, die die Spenden erhalten, achtsam und wachsam sein müssen, wie sie reagieren. In the Western Hemisphere, then just reduce it and then, but that's not the point at all here. It's good when donations are done freely and extensively for the development of those institutions and individuals who have given their life to the path of practicing Buddhism. It's just that those who receive the donations have to be vigilant in terms of how they react. Dina da mi mangpu ki satene mangpu ma che trina yang mare vet dinde mare lam yingne lam sho je le tit garande pen de jinge shuna yes ta pen la chasana mama temba thar deve kala gönde tang shedra tang dubde tang yang ma jabayina tongcha thuk le hase yeba tongcha shedra lang rupta tongcha de genu yot de chi yot te khanga te chiktung gu de thuk chu ne lo ni shu gna la thela je so char
야샤 야그나네 야샤 나양 하요 말. 텐데시 도시 침바지. Now, if we take Nehmen wir nun das Beispiel Tibet. Früher verbreitete sich die Lehre des Buddha ganz einfach in jedem Winkel des Landes. Deshalb gab es mehr als 7000 Einrichtungen, entweder Zentren für Meditationsklausuren oder Zentren für höheres buddhistisches Lernen oder klösterliche Einrichtungen, mehr als 7000. Ab dem Jahr 1960 konnte man sagen, dass mehr oder weniger alle davon zu Staub zerfallen waren. Nicht einmal 5% dieser Einrichtungen blieben übrig. Der Rest wurde gründlich zerstört, ist zu Staub zerfallen. Centers for higher Buddhist learning or monastic institutions, more than 7,000. Then from the year of 1960, one could say that more or less all of it was reduced to dust. Not even 5% of these institutions remained. The rest was thoroughly destroyed, reduced to dust. Yin-yang, Pena, Tajikdong, Gubjajash Tambane Songte, Choche Choyundu, Tajikso Jik Che Yundu, Mama Kan Yuva, the House Tandare Dek. However, from 1980 Ab 1980 wurde jedoch das frühere Verbot der Religionsausübung, in diesem Fall des Buddhismus, aufgehoben. Es wurde wieder erlaubt, den Buddhismus zu praktizieren. Von da an bis heute wurden Einrichtungen, die entweder klösterlich oder für die höhere buddhistische Ausbildung oder für die Meditation in einer Retreat-Situation gedacht waren, wieder aufgebaut und neu wurden errichtet. Heute gibt es sogar mehr solcher Einrichtungen als früher in Tibet. Institutions, either monastic or for higher Buddhist education or for meditation purpose in a retreat situation, have been rebuilt and new ones have been built. So today you have even a higher number of such institutions than previously in Tibet. How has this been possible? Wie ist das möglich gewesen? Wegen der Großzügigkeit der Spender. Ohne die großzügigen Spenden der Spender wäre das nicht möglich gewesen. And extensively, this would not have been possible. Yin-yang, that the Shinja Chena, Jigimendo Sene, Drinkazon Gavishini, but said on them, but some song digdua. However, Buddhist masters in terms Die of buddhistischen Meister des heutigen tibetischen Buddhismus äußern jedoch ihre Besorgnis über diese Einrichtungen und ihre Mitglieder und deren mögliche Anhaftung an das, was gegeben wurde, sowie an die Spender, die gegeben haben. Sie warnen die Praktizierenden nach wie vor diesen Anhaftungen. What has been given, as well as the donors who gave, and they, as before, warn practitioners of those attachments. So it's very important. Deshalb ist es sehr wichtig, in dieser Hinsicht wachsam zu sein. Wenn man als buddhistischer Praktizierender oder buddhistischer Praktizierende den buddhistischen Weg mit Hilfe eines Spenders oder einer Spenderin praktiziert, sollte man darauf achten, dass man weder an diese Person noch an das, was von dieser Person gegeben wurde, gebunden ist. That one does not become attached to that person, nor what is given by that person. Also,
Auch wenn ein Praktizierender oder eine Praktizierende Fortschritte macht und dafür bekannt wird, wird er oder sie von anderen gelobt. Und auch hier ist es sehr wichtig, nicht an diesen Worten des Lobes zu hängen. These words of praise. For practitioners of the path Für of Bodhisattva, Praktizierende auf dem Pfad eines Bodhisattvas ist es äußerst wichtig, darauf zu achten, dass keine Anhaftung in irgendeiner Form entsteht, sei es in Verbindung mit Geschenken und SpenderInnen oder in Verbindung mit Worten des Lobes. In Verbindung mit lobenden Worten zum Beispiel kann der oder die Praktizierende durch die lobenden Worte einfach zu einer stolzen Person werden, was im Hinblick auf den Pfad eines Bodhisattvas kontraproduktiv ist. Which is counterproductive in terms of the path of a Bodhisattva. Yang Tsigigone Tera Tangne, Tachi Koma happened that I said of doctor degree or said of Tenepe Missivatam said doctor said of that again Memopata Gugdua, main Tella Shinchache na Yang, cover Chinchik Jun Rogre, Sawan Mache song. Then in terms Wenn wir uns zum Beispiel die buddhistische Ausbildung ansehen, können wir feststellen, dass jemand, der sehr gelehrt ist, einen hohen Status hat. Jemandem, der ein hohes Maß an Gelehrsamkeit besitzt, wird vielleicht der Titel Mahapandita verliehen. Dann gibt es diejenigen, die die Lehre von Buddha Shakyamuni im Rahmen eines Universitätsstudiums studiert haben und deshalb den Titel Master in buddhistischen Studien, was auch immer das spezifische Thema ist, oder einen PhD, einen Doktorinnengrad oder 2 PhDs erhalten haben. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen auf der Welt, die diese Abschlüsse erhalten haben, weil sie ein Universitätsstudium in buddhistischen Studien absolviert haben. Wenn wiederum Stolz und Ähnliches wegen des Titels oder des verliehenen Grades aufkommt, dann ist das kontraproduktiv. Das ist eine Art von Anhaftung. Die Anhaftung, sich für die Person wichtig zu fühlen, die den Titel oder den Abschluss erhalten hat, ist unangebracht, wie der Autor sagt. Das verunreinigt die Bemühungen des Praktizierenden oder der Praktizierenden, den Darlegungen des heiligen Buddha-Dharma zuzuhören, über ihre Bedeutung nachzudenken und dann zu meditieren. Pride and the like arises or happens because of the title or the degree awarded, then that's counterproductive. It's a type of attachment. The attachment of having a sense of importance on behalf of the person who has been awarded the title or the degree, which is inappropriate, as the author says. This will defile the practitioner's efforts in terms of listening to expositions of the sacred Buddha Dharma, reflecting upon their meaning, and then meditating. And then the Shincha Chena, Hona Jun Kariore, Sena Jun the Masona. Nekam Jun Raute, Denzola Tene, Pension Chigla, Serpa Sagin, Serpa Draindur. That Trado Kangatine Younger so much. Now, Nekap. Tam missing the guilty younger. So, what expressions? Wie äußert sich nun diese Art von Anhaftung? Nun, wenn wir uns anschauen, was man als vorübergehendes Versagen in Bezug auf die Bekämpfung möglicher Anhaftungen in dieser Hinsicht bezeichnen könnte eine Folge des Versagens, diese Anhaftung zu überwinden, Streit innerhalb der eigenen Gemeinschaft sein. Ein Praktizierender, der diese Art von Anhaftung hat,
die Anhaftung daran, dass er oder sie einen Abschluss erhalten hat, weil er oder sie zum Beispiel ein buddhistisches Thema studiert hat. Diese Person würde aufgrund ihrer Anhaftung in Form von Stolz, sehr leicht anfangen, mit anderen zu streiten. Vielleicht denkt sie oder er, dass sie oder er es besser weiß. Es gibt auch ehrgeizige Tendenzen, bei denen diese Person mit anderen konkurriert, weil sie den Anschein erwecken will, die Bessere, die Wissende zu sein. Es gibt auch den leidvollen Zustand der Eifersucht, der verschleiert. Eifersucht auf andere, die zum Beispiel einen höheren Abschluss haben. Viele unerwünschte Situationen und eine unerwünschte Denkweise würden sich aufgrund dieser Anhaftung entwickeln. Would start to argue with others quite easily, perhaps thinking that he or she knows better. There would also be tendencies of an ambitious type, where this person may compete with others in terms of wanting to seem to be the better, the more knowledgeable. There would also be the afflictive, obscuring state called jealousy. There would be jealousy in terms of a practitioner who has this type of attachment, with reference to others who have a higher degree, for example. So a lot of not desirable situations and a not desirable mindset would develop because of these attachments. Tartu tarbadan tamjechimba tobji yu denga songrabge sanji songbe songrabla töpa samba gamba chambu cheyena yang dan denzo de sincha hukchem chana denzo kanga nyam progre. And in the end, und das Endergebnis von all dem wäre folgendes. All die Anstrengungen, die diese Person unternommen hat, um den Ausführungen des heiligen Dharma, Buddha-Dharma zuzuhören, über ihre Bedeutung nachzudenken und zu meditieren, werden durch diese Art von Anhaftung in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen verunreinigt, was den Praktizierenden oder die Praktizierende daran hindert, die Befreiung vom Samsara zu erlangen. Was die Praktizierenden daran hindert, den allwissenden Zustand eines Buddhas zu erreichen. Es ist also sehr wichtig, dieser Art von Anhaftung entgegenzuwirken, sobald sie auftritt. Which prevents the practitioner from attaining liberation from samsara, prevents the practitioner to attain the all-knowing state of a Buddha. So it's very important to counteract this type of attachment as it happens. Yunsin Gelehrten Sanje ki songare. Sanje kar song yorsana nyepa tang chik. Ore da nyepa ranyata, ça Rede. Ja. Kurti ke ni. Tera de sum. Tenzo la gawache da chana dikpe trokpo lal rogre songare. Therefore, Buddha Shakyamuni Deshalb sagte Buddha Shakyamuni, dass derjenige oder diejenige, die Spenden und Dienste sowie Lob lieben, in die Hände von Menschen fallen werden, die sich auf einem Pfad der Nicht-Tugend begeben, also das Gegenteil des buddhistischen Pfades. In die Hände von, ist nur bildlich gesprochen, nehme ich an. Das bedeutet einfach, dass eine Person, die an Spenden, Diensten und Lobpreisungen hängt, sich der Nicht-Tugend öffnet. Individuals set on a path of non-virtue, so the opposite of the Buddhist path.
fall into the hands of is just figuratively speaking, I presume. It simply means that a person attached to the donations given, services given, and praise given opens up himself to non-virtue. Which means this person Was bedeutet, dass diese Person eher einen Weg der Nicht-Tugend als einen Weg der Tugend einschlägt. Dadurch wird das Ziel des buddhistischen Pfades, nämlich die Befreiung aus Samsara oder die Buddhaschaft, der erleuchtete Zustand, sozusagen vereitelt. That of either liberation from samsara or that of Buddha, the enlightened state. COVID-19 phone zupu chok cha ge ro. Just a second. Tene tenzo koyo na tenga sa ya ge za te a nyam chu gre maung bana ge za sa ge yang ma phe so. So this whole process, how does it happen? Wie kommt es zu diesem ganzen Prozess, diesem Versagen der Anhaftung in ihren verschiedenen Formen und Ausprägungen entgegenzuwirken? Nun, das Versagen ist wie eine Epidemie. Schauen wir uns die heutige Epidemie Covid-19 an. Sobald ein Mensch an der Krankheit erkrankt, beginnt der Körper zu verfallen. Sein Zustand verschlechtert sich von gut zu schlecht, vielleicht sogar zum Tod. In ähnlicher Weise führt Anhaftung dazu, dass die Tugend, die man in der Vergangenheit praktiziert hat, verunreinigt wird und sich dadurch verschlechtert, was wiederum zur Folge hat, dass man den Weg der Tugend und nicht den Weg der Nicht-Tugend und nicht den Weg der Tugend weitergeht. Makes for the past virtue that one has practiced becoming defiled and therefore deteriorate. Which in turn has the consequence of continuing on a path of non-virtue rather than a path of virtue. Tamangama? And in the end, und am Ende kappt die Person die Verbindung zu einer Möglichkeit, die Befreiung von der Wiedergeburt in weltlichen Existenzen zu erlangen. Das bedeutet sozusagen das Ende oder den Tod des Pfades der Tugend. Das ist vergleichbar mit einer Krankheit von epidemischem Ausmaß. So, it spells sort of the end of or the death of a path of virtue. Hence similar to a disease of epidemic proportions. So the moment one notices, sobald man merkt, dass diese Art von Anhaftung auftaucht, sollte man alles in seiner Macht Stehende tun, um dieser Anhaftung entgegenzuwirken. in one's power to counteract the attachment in question. Dezo yomba kavla yamba meba che ne dene nyamni che tumkin ji na ne ta te nyamni nang gore ta tendeg nyamni ge dedeg shinji cha de par shenshate pa nyamlengi gela pang tumkin so nyamni gela cherna gore 신차 때 동이 임바하고 근데 통kin지 있나? 대저 나 신차 때 동이도
Shivache. Tene Getsate Yendon to Mowache. That in reggae, Lamgandosuchi Now, of course, there are Natürlich gibt es auch Praktizierende des Bodhisattva-Pfades, die sich so weit entwickelt haben, dass sie durch ihre Praxis in der Lage sind, der Anhaftung entgegenzuwirken, wenn sie auftaucht. Vor allem, indem sie die leere Natur dieser Art von Anhaftung erkennen und das Gute, das aus der richtigen Praxis des buddhistischen Pfades entsteht, der Erleuchtung aller widmen. Es gibt viele Perspektiven für einen Praktizierenden oder eine Praktizierende, der oder die weiß, wie er oder sie mit dieser Art von Anhaftung umgehen kann, wenn sie auftritt. The practice of dedicating the good that comes from proper practice of the Buddhist path toward the enlightenment of all. There are many perspectives in terms of a practitioner who knows how to deal with this type of attachment when it happens. Ta tende pena nyamning gele cher metup kinji no thune tende jongsa samne thel gode sonse. So there are people then, or practitioners, es gibt Praktizierende, die über diese Fähigkeit verfügen. Wenn man diese Fähigkeit nicht hat, was soll man dann tun? Nun, man vermeidet einfach die Situationen, die mit der Entwicklung von Anhaftung in den verschiedenen beschriebenen Situationen verbunden sind. Man entfernt sich also einfach aus möglichen Situationen, in denen diese Art von Anhaftung auftritt, um zu verhindern, dass man in diese Falle der Anhaftung tappt. In the various circumstances described. So one sort of simply removes oneself from possible situations of this kind of attachment happening in order to prevent oneself from falling into this trap of this kind of attachment. Next, there is the Als nächstes folgt die 34. Übung im Rahmen der 37 Übungen eines Bodhisattvas. And it reads as follows, by Sie lautet wie folgt: Harsche Worte wühlen den Geist anderer auf und korrumpieren das Verhalten der Bodhisattvas. Deshalb, für den Geist anderer unangenehme, harsche Worte aufzugeben, ist die Praxis eines Bodhisattvas. Now, in general, a practitioner, Im Allgemeinen wird einem Praktizierenden oder einer Praktizierenden des buddhistischen Pfades und insbesondere des Pfades eines Bodhisattvas geraten, die 10 nicht tugendhaften Handlungen aufzugeben. Eine dieser 10 untugendhaften Handlungen ist es, grob zu sprechen. and one of these 10 non-virtuous actions is to speak harshly. Now, there is Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass der Autor hier diese spezielle Untugend in der Liste der 10 Untugenden erwähnt. this particular non-virtue in terms of the list of there being 10 of them. The need Und is der the Grund ist following. folgender. Einem Anfänger-Bodhisattva passiert das ganz leicht. Ein Anfänger-Bodhisattva ist doch nicht so gut ausgebildet und daher fällt es ihm oder ihr leicht, harsche Worte zu sprechen. Es ist eine Angewohnheit, die er oder sie von früher hat, etwas, das die Menschen in der Welt tun.
And therefore, it's quite easy for this individual to speak harshly. It's a habit he has from before, something that people in the world do. Then backward to Pena, Lockdown, Pet Sarva, Royung King, those child men or mato, that Lockdown Ocean, Romanian and meet Tendage, Titsu Tishuchi Lagrova. Now, perhaps, Khenpo Rinpoche says, no, I'm not so sure. Khenpo Rinpoche sagt, dass Menschen, die ein gewisses Maß an Bildung haben, die zur Schule gegangen sind und so weiter, vielleicht besser geschult sind, was ihr persönliches Verhalten angeht und deshalb nicht so leicht grob zu anderen sprechen würden. Jemand, der nie zur Schule gegangen ist und ein Leben unter vielleicht ziemlich harten Bedingungen geführt hat, spricht dagegen vielleicht eher hart zu anderen. And would therefore not that easily speak harshly to others, whereas a person who's never been to school, who's lived a life of perhaps quite harsh circumstances, it may happen more easily that this person speaks harshly to others. Taganan Shinki Tsitsum Musinget, the Leitfaden Popalan Jong Neva Mase, Tsitsum the Lamna, Lapsa Mitela, Pe Madeva Chagre. Now, as was said, for a beginner Bodhisattva, wie gesagt, bei einem Anfänger-Bodhisattva passiert das leichter. Aber es geht nicht nur um den einzelnen Praktizierenden oder die einzelne Praktizierende, der oder die harsch spricht. Es geht auch um die Perspektive der Person, zu der hart gesprochen wird. Diese Person wird sich aufregen, traurig werden und Ähnliches. Es geht auch um die Wirkung, die die harschen Worte auf die andere Person haben. It's also about the effect the harsh words have on the other person. Jitane Tsitsumosingete Lavia Pe Dupore Sungto Lamansoke. Kaisana Tsitsumote Chencha Mares. Chencha Mare de Tsitsum de Lab Devina, Parokun de la, Dene Chencha Tuk Devana Shingure Sung. Now, all Lamas. Alle Lamas betonen, dass es von größter Wichtigkeit ist, keine harschen Worte zu sprechen. Natürlich erklären sie, dass harte Worte keine Waffe sind, aber harte Worte sind wie eine Waffe, die das Herz der Person durchbohrt, zu der sie gesprochen werden. However, harsh words are like a weapon that pierces the heart of the person spoken to in this way. Tene Taganan Shinki Shanchub Semnyamni Nankin Jige Tsitsub Lamna Zawan Zevo Yomare Sung. In addition to which, außerdem ist es nicht die Art von Dingen, die andere von einem Praktizierenden auf dem Pfad eines Bodhisattvas erwarten. Das ist nicht ganz das, was man von einem Praktizierenden oder einer Praktizierenden des Pfades eines Bodhisattvas erwartet. Expect a practitioner of the path of a Bodhisattva to do. This is not quite the thing in terms of a practitioner of the path of a Bodhisattva. Taganan Shinki Shanchub Sembe Yindun Ankinji Yina, Tsitsub Labdeva Yina, Duengo Pushidam Galgre. Also, it contradicts. Darüber hinaus widerspricht es dem Verhaltenskodex. Es widerspricht dem 4-Punkte-Verhaltenskodex, der ein Verhaltenskodex ist, der im Kontext des Nutzens für andere erklärt wird. Which is a code of conduct explained in the context of benefiting others. Die Indu Tsitsub Lamna Yengi Sem Tugre. Rani Songchub Sembe Kyopala Yongsu Nyamgare, Zani Chejuyamare Songre. Harsh words Harte Worte verärgern andere und widersprechen dem Verhaltenskodex von jemandem, der den Weg eines Bodhisattvas praktiziert und sind deshalb aufzugeben. Are therefore to be given up.
So that's all for today. So, das war's für heute. Sunam de ye damje zegba nye pamne nye pe danam pamje jega na je bala chubhai sigbe cholen chubhai chubhar sho number 2 tene ta thande la ni so de mai dewa chen nge ma shu gu ye de yin de sigre chen de to ze So, Khenpo Rinpoche asks all of you. Khenpo Rinpoche bittet alle, die den Erklärungen zu den Praktiken eines Bodhisattvas zuhören. Er erklärt, dass er sich besonders bemüht, mehr Details zu geben, damit er ein gutes Verständnis für diesen Weg erlangt. Deshalb bittet er euch, die Erklärungen zu Herzen zu nehmen und zu versuchen, sie zu praktizieren. To explain or give more detail in order for you to acquire a good understanding of this path. And therefore he asks you to please take the explanations to heart and try to practice them. ngaranzo chongchup do semjin kene kadu yina je degi yare wangji shune songte tin do to se tenzo rang semju do chunja to tabje. So Praktizierende im tibetischen Buddhismus nehmen sehr oft eine Einweihung. Und zu Beginn jeder Einweihung, vor der eigentlichen Einweihung, werden die Bodhisattva-Gelübde abgelegt. Vermutlich also hast du dich verpflichtet, sehr oft den Pfad eines Bodhisattvas zu praktizieren. Nimm dir also bitte die Erklärungen zu Herzen und versuche, sie zu praktizieren. A great number of times practice the path of a bodhisattva. So please take the explanations to heart and try to practice them. 냠네 텀보 간제 지에 되어 있는 샤진, 조진, 나로 초주 다 된대 그 깨졌지 봉봉보 송하마미 까르여 시에 되나 Now, the Bodhi mind is the very Der Bodhigeist ist die Grundlage für die vielen sogenannten fortgeschrittenen Praktiken wie Mahamudra, Mahaati, die von Naropa zusammengestellten 6 Lehren und so weiter und so fort. Praktiken der höchsten Klasse der buddhistischen Tantras. And so on and so forth, practices of the highest class of the Buddhist tantras. Tene, ta shongju sem mebegene, tenzo jinyamne jegi senayang, ji to jeju yure te tartu tarbada tamje chim yurzan rogmare. Now Nun mag es in der Vergangenheit Menschen gegeben haben, die versucht haben, diese fortgeschrittenen Praktiken auszuführen, ohne die Entwicklung des Bodhigeistes zu betonen. Vielleicht haben sie diese Art von Praxis sogar ganz unterlassen. Es mag sozusagen ein paar wenige Ergebnisse geben. Für diese Praktizierenden mag es so aussehen, aber ohne den Bodhigeist ist das Ziel nicht erreichbar. Das Ziel der Befreiung aus Samsara, das Ziel des Buddha, der erleuchtete Zustand. Ohne den Bodhigeist ist es einfach nicht möglich, eines dieser beiden Ziele zu erreichen. Without the Bodhi mind, the goal is not attainable. The goal of liberation from samsara, the goal of Buddha, the enlightened state. It's simply not possible to attain any of these two goals in the absence of the Bodhi mind. There is a specific set. Im Zusammenhang mit den 6 Lehren, die der indische buddhistische Meister Naropa zusammengestellt hat, gibt es eine bestimmte Reihe von, man könnte sie vielleicht als Yoga-Stellungen bezeichnen. Dabei geht es darum, eine bestimmte Geisteshaltung mit bestimmten körperlichen Übungen zu verbinden. Wenn du diese Übungen ohne Bodhigeist durchführst,
wird sich das natürlich in einem guten Körperbau, einer guten Gesundheit und Ähnlichem niederschlagen. Diese Art von Ergebnissen ist auch ohne den Bodhigeist möglich. And of course, in consequence of doing these practices as exercises, lacking the body mind, there will be some results in terms of a good physique, good health, and the like. This kind of result is attainable in the absence of the body mind. Daga na shinge da yoga singe ten sang ke ra chen bo yin da yoga yin zo jik thop da ba sha ya ho ra gu yi. And es gibt Menschen, die diese Praktiken anscheinend auf diese Weise angegangen sind und dann in vielen Teilen der Welt öffentliche Kurse geben, in denen sie mit der Vermarktung dieser Praktiken viel Geld verdienen können. Give courses, public courses, in many parts of the world, where they are able to, in fact, earn a lot of money on commercializing these practices. However, wie auch immer, all of that will hat all das den Effekt, dass die betreffende Person weiter in Wiedergeburten auf verschiedenen Ebenen verschiedener unreiner Weltsysteme gefangen ist. Das Ergebnis kann und wird niemals die Befreiung aus Samsara oder das Erreichen des Buddha, des erleuchteten Zustands sein. The result can never be and never is the attaining of liberation from samsara or the attaining of Buddha, the enlightened state. So, Khenpo Rinpoche asks all of you Khenpo Rinpoche bittet euch alle, alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die gegebenen Lehren zu integrieren. Lehren, die gegeben wurden, um eine mögliche Entwicklung zur Erzeugung des Bodhigeistes zu erleichtern. Und wenn man diese Praktiken auf diese Weise ausübt, wird man mit der Zeit eine Reihe von Veränderungen in der eigenen Geisteshaltung feststellen. One would, in time, notice a number of changes happening in terms of one's mindset. And that will contribute. Das wird dazu beitragen, dass der oder die Praktizierende den Weg der Befreiung aus Samsara einschlägt. Of liberation from samsara. And if one's mindset, wenn die Denkweise auf diese Weise reift, ist die Wiedergeburt im reinen Land Sukhavati vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt. And there, dort kannst du dich auf Buddha Amitabha als spirituellen Führer verlassen und dich weiterentwickeln, um Buddha, den erleuchteten Zustand, zu erlangen. Man wird nicht mehr von den Winden des eigenen Karmas gezwungen, die Wiedergeburt in einem unreinen Weltsystem zu nehmen. One no longer is forced by the winds of one's own karma to take rebirth in an impure world system. That's so. Sunam de damje zegwanye tome nyebe danam pamje jegana je balau trobai sigbe chole do war sho kemun ji fen bu song chen do